Es gibt eine Pflanze, die seit Jahrhunderten an Wegrändern wächst, auf Brachflächen, in Straßengräben, manchmal direkt hinter dem Gartenzaun. In Europa kennt man sie kaum noch. Dabei stand sie noch vor 100 Jahren in jeder gut sortierten Apotheke, zwischen Baldrian und Kamille, als ganz gewöhnliches Mittel gegen Schmerzen und Schlaflosigkeit, kein Geheimmittel, kein Wunderkraut. Ein ganz normaler Bestandteil der europäischen Heilkunde. Und dann verschwand sie, nicht über Nacht, sondern langsam, Jahrzehnt für Jahrzehnt, bis kaum noch jemand ihren Namen kannte. Wilder Lattich. Lactuca virosa, wie die Botaniker sagen. Eine Pflanze, die Schmerzen lindern konnte, ohne abhängig zu machen, und genau darum geht es heute. Wenn man verstehen will, warum dieses Gewächs so lange eine Rolle in der Medizin gespielt hat, muss man weit zurückgehen. Nicht 100 Jahre, nicht 500, sondern 2500. In einer Zeit, in der Ärzte noch keine Labore hatten, keine Syntheseverfahren, keine Patente, sondern Augen, Hände und die Erfahrung vieler Generationen. Im alten Ägypten, etwa 1550 vor unserer Zeitrechnung, entstand ein Dokument, das heute als Papyrus Ebers bekannt ist. Es gehört zu den ältesten medizinischen Schriften, die je gefunden wurden. Darin beschrieben Heilkundige eine Pflanze, die sie den Salat der Götter nannten. Ihr milchiger Saft, so hieß es, vertreibe Schmerzen und bringe Schlaf. Kein Versprechen, das man leichtfertig aufschrieb. In einer Zeit, in der jede Heilpflanze über Generationen hinweg erprobt werden musste, bevor sie in eine solche Schrift aufgenommen wurde, hatte diese Pflanze offenbar ihren Platz verdient. Einige Jahrhunderte später, im Jahr 77 nach Christus, beschrieb der griechische Arzt Dioskurides sie unter dem Namen Lactuca virosa. Lactuca, vom lateinischen Wort für Milch. Virosa, was so viel bedeutet wie stark wirkend. Und tatsächlich, wenn man den Stängel dieser Pflanze anritzt, tritt ein weißer Saft hervor, fast wie Milch, der an der Luft zu einer bräunlichen Masse eintrocknet. Diesen Saft nannten die alten Heilkundigen Lactucarium. Und weil sein Aussehen und seine beruhigende Wirkung an Opium erinnerten, bürgerte sich über die Jahrhunderte ein Name ein, der bis heute gelegentlich auftaucht, Lactischopium. Aber anders als Opium, und das ist der entscheidende Punkt, machte dieser Pflanzensaft nach allem, was jahrhundertelange Erfahrung zeigte, nicht abhängig. Die Pflanze selbst ist kein zartes Kräutlein. Sie wächst aufrecht, manchmal bis zu 2 Meter hoch, mit einem kräftigen Stängel, der gelegentlich purpurne Flecken trägt. Die Blätter sind gezahnt, an der Mittelrippe manchmal leicht stachelig, und oben zeigen sich kleine gelbe Blüten, die ein wenig an Löwenzahn erinnern. Man findet sie in weiten Teilen Europas, von Südengland bis nach Österreich, von Frankreich bis nach Sachsen. Sie wächst an Straßenrändern, auf Schuttplätzen, an Bahndämmen, überall dort, wo der Boden ein wenig gestört wurde und die Sonne hinkommt. Wer einmal gelernt hat, sie zu erkennen, entdeckt sie plötzlich überall. Die Römer verwendeten ihren Saft bei Schlaflosigkeit und Wundschmerzen. Im Mittelalter taucht sie in Kräuterbüchern immer wieder auf. Und, als im 18. und 19. Jahrhundert die europäische Pharmazie begann, Heilpflanzen systematisch zu erfassen und zu standardisieren, war der wilde Lattich selbstverständlich dabei. Um das Jahr 1800 herum war Lactucarium in vielen europäischen Apotheken erhältlich. Es wurde in Pastillen verarbeitet, in Tinkturen gelöst, in Sirupe eingerührt. Ärzte verschrieben es gegen Reizhusten, gegen nervöse Unruhe, gegen Schlafstörungen und gegen leichte bis mittlere Schmerzen. Es war kein Außenseiter, es war ein anerkanntes Arzneimittel. In den 1870er Jahren begannen polnische Ärzte, die Wirkung des Lactucarium systematisch zu untersuchen. Sie verglichen es mit Opium, das damals das stärkste verfügbare Schmerzmittel war, aber eben auch das gefährlichste. Die Ergebnisse, die in mehreren medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, waren bemerkenswert. Die Wirkung sei schwächer als die des Opiums, schrieb einer der beteiligten Ärzte, aber frei von dessen Nebenwirkungen. Keine Abhängigkeit, keine Atemdämpfung, kein Rausch, der den Patienten an die nächste Dosis fesselte. 1898 wurde der wilde Lattich in die offizielle Pharmakopoe der Vereinigten Staaten aufgenommen, also in das amtliche Verzeichnis anerkannter Arzneimittel. Und 1911 folgte der British Pharmaceutical Codex, der ihn ausdrücklich für Pastillen, Tinkturen und Sirupe empfahl, als Beruhigungsmittel bei Reizhusten und als mildes Schlafmittel bei Unruhe. Man muss sich das einen Moment lang klar machen.
das war keine Volksmedizin am Rand der Gesellschaft, das war offizielle Pharmazie. Ärzte verschrieben es, Apotheker führten es im Sortiment, Patienten vertrauten darauf. Und dann, innerhalb weniger Jahrzehnte, verschwand es. Was war geschehen? Die Antwort liegt nicht in einer einzelnen Entscheidung, nicht in einem Verbot, nicht in einem Skandal. Die Antwort liegt in einem grundlegenden Wandel dessen, wie Medizin gedacht, entwickelt und vermarktet wurde. Zwischen 1930 und 1960 erlebte die Pharmazie eine Umwälzung, die man ohne Übertreibung als Revolution bezeichnen kann. Penicillin wurde entdeckt und industriell hergestellt. Sulfonamide, synthetische Vitamine, Antibiotika, Medikamente, die zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit Krankheiten wie Tuberkulose und Lungenentzündung nicht nur lindern, sondern heilen konnten. Das war ein echter Durchbruch, keine Frage. Aber mit diesem Durchbruch veränderte sich auch die gesamte Philosophie der Arzneimittelentwicklung. Wo vorher Pflanzenextrakte im Zentrum standen, rückten jetzt synthetische Moleküle in den Vordergrund. Chemiker lernten, Wirkstoffe von Grund auf im Labor zu erschaffen, präzise dosierbar, reproduzierbar, standardisierbar. Aspirin war bereits 1899 synthetisiert worden. Barbiturate kamen um die Jahrhundertwende dazu. In den 1950er Jahren folgte Paracetamol. Und jedes dieser Mittel hatte einen entscheidenden wirtschaftlichen Vorteil: man konnte es patentieren. Ein Patent bedeutete Schutz, Schutz bedeutete Kontrolle. Kontrolle bedeutete verlässliche Einnahmen über Jahre, manchmal Jahrzehnte hinweg. Der wilde Lattich konnte da nicht mithalten. Nicht weil er schlecht war, sondern weil er frei wuchs. Jeder konnte ihn sammeln. Es gab keinen Patentschutz, keine Exklusivrechte, kein wirtschaftliches Modell, das seine Erforschung und Vermarktung getragen hätte. Gleichzeitig wurde die Arzneimittelzulassung strenger. Das war im Grundsatz richtig und wichtig. Medikamente mussten ihre Wirksamkeit und Sicherheit in klinischen Studien nachweisen, in kontrollierten Versuchsreihen, die Millionen kosten konnten. Für ein frei wachsendes Kraut, an dem niemand etwas verdiente, wollte niemand diese Investition aufbringen. Es gab schlicht keinen finanziellen Anreiz, etwas wissenschaftlich zu beweisen, das Generationen von Heilkundigen bereits aus Erfahrung wussten. 1944 erschien dann eine Untersuchung, die dem wilden Lattich gewissermaßen den letzten Stoß versetzte. Ein Forscher kam zu dem Ergebnis, dass die schlaffördernde Wirkung der Pflanze auf Aberglauben beruhe und ihr therapeutischer Nutzen zweifelhaft oder gleich null sei. Dieses Urteil wurde breit rezipiert. Es klang modern, es klang wissenschaftlich und es passte in eine Zeit, in der die synthetische Chemie als Zukunft der Medizin galt. Was die Untersuchung allerdings nicht berücksichtigte und was erst spätere Arbeiten zeigten, war ein ganz praktisches Problem. Die aktiven Verbindungen im Lactocarium, vor allem Lactocin und Lactocopicrin, sind instabil. Sie zersetzen sich, wenn der Pflanzensaft zu lange gelagert wird. Frisch gewonnenes Lactocarium wirkte. Alte Handelsprodukte, die monatelang in Regalen gestanden hatten, wirkten nicht mehr. Es war also nicht die Pflanze, die versagt hatte, sondern die Art, wie man mit ihr umgegangen war. Aber dieser Zusammenhang wurde damals nicht erkannt, oder jedenfalls nicht beachtet. Der wilde Lattich verschwand aus den Arzneibüchern. Ärzte hörten auf, ihn zu verschreiben. Apotheken strichen ihn aus dem Sortiment. Eine ganze Generation von Medizinern, die nach 1950 ausgebildet wurde, erfuhr nie von seiner Existenz. Und an seine Stelle trat eine Industrie, die mittlerweile gewaltige Ausmaße angenommen hat. Der weltweite Markt für Schmerzmittel wird heute auf weit über 80 Milliarden Euro geschätzt. Allein die frei verkäuflichen Mittel, also das, was man in jeder Apotheke ohne Rezept bekommt, machen davon einen erheblichen Teil aus. Ibuprofen, Paracetamol, Naproxen, diclofenac, Voltaren, Aspirin, jeder kennt diese Namen. Jeder hat mindestens eines davon im Badezimmerschrank. Und diese Mittel helfen, das ist unbestritten. Aber sie haben auch Nebenwirkungen, die man nicht kleinreden sollte. Nicht-steroidale Entzündungshemmer wie Ibuprofen können bei regelmäßiger Einnahme den Magen angreifen. Magengeschwüre, Blutungen, Nierenschäden, das sind keine seltenen Einzelfälle, sondern gut dokumentierte Risiken, die mit der Dauer der Einnahme steigen. Paracetamol belastet bei höheren Dosen die Leber. Und bei den stärksten Schmerzmitteln, den Opioiden, die in manchen Fällen durchaus ihren Platz haben, besteht ein erhebliches Abhängigkeitsrisiko. Das ist keine Panikmache, das sind Fakten.
die jeder Beipackzettel auflistet und die jeder Hausarzt bestätigen kann. Deshalb suchen viele Menschen nach Alternativen, pflanzliche Mittel, Bewegung, Physiotherapie, Entspannungstechniken. Das Interesse an sanfteren Ansätzen wächst, gerade bei Menschen, die bereits seit Jahren mit chronischen Beschwerden leben und die Grenzen der Standardmedikamente kennen. Und genau in diesem Zusammenhang taucht der Wild Lattich in den letzten Jahren wieder auf, leise, ohne große Schlagzeilen, aber doch bemerkbar. Wenn Sie bis hierhin zugehört haben und Ihnen diese Art von Erklärung hilft, Zusammenhänge zu verstehen, die im Alltag oft untergehen, dann lassen Sie gern ein Zeichen da. Ein kurzes Daumen hoch genügt, und es hilft, dass solche Inhalte auch andere erreichen. In den frühen 2000er Jahren begannen Forscher, sich die aktiven Verbindungen des wilden Latexs noch einmal genauer anzuschauen. Nicht mit den Mitteln des 19. Jahrhunderts, sondern mit modernen Analysemethoden. 2005 testete ein Forscherteam Lactucin und Lactucopikrin im Tiermodell. In bestimmten Dosierungen zeigten diese Substanzen eine schmerzlindernde Wirkung, die in der Größenordnung von Ibuprofen lag. Spätere Arbeiten, darunter eine Untersuchung aus dem Jahr 2021, gaben Hinweise auf einen möglichen Wirkmechanismus. Lactucin scheint als sogenannter Adenosin-Rezeptor-Agonist zu wirken. Das bedeutet vereinfacht gesagt, dass es Nervensignale beruhigt, ohne dabei die Opioid-Rezeptoren zu aktivieren, also genau jene Rezeptoren, die bei Morphin und verwandten Substanzen für die Abhängigkeit verantwortlich sind. Kein Suchtpotenzial, keine Atemdämpfung. Das ist bemerkenswert. Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass Lactucin die Acetylcholinesterase hemmt, ein Enzym, das auch bei einigen Medikamenten gegen kognitive Einschränkungen eine Rolle spielt. Das sind erste Hinweise, wohlgemerkt, keine gesicherten Therapieempfehlungen. Aber sie zeigen, dass die alten Heilkundigen, die diesen Pflanzensaft über Jahrtausende geschätzt haben, möglicherweise mehr wussten, als die Wissenschaft des 20. Jahrhunderts ihnen zugestehen wollte. Heute kann man Zubereitungen aus wildem Lattich tatsächlich wieder kaufen. Tinkturen, getrocknete Blätter, Kapseln, vor allem über das Internet oder in Reformhäusern und Kräuterläden. In Deutschland und in der gesamten Europäischen Union ist die Pflanze nicht als kontrollierte Substanz eingestuft. Es ist legal, sie zu sammeln, zu besitzen und zu verwenden. Aber, und dieses Aber ist wichtig, die Qualität der verfügbaren Produkte schwankt erheblich. Es gibt keine einheitliche Standardisierung, keine verbindliche Qualitätskontrolle wie bei zugelassenen Arzneimitteln. Manche Produkte enthalten kaum nachweisbares Lacticarium, andere sind falsch etikettiert. Und die Kenntnis darüber, wie man den Pflanzensaft richtig gewinnt, trocknet und dosiert, ist weitgehend verloren gegangen, zusammen mit der letzten Generation von Apothekern, die noch wussten, wie man damit umgeht. Das ist ein echtes Problem, denn die historische Wirksamkeit des frisch gewonnenen Lacticarium steht einer heutigen Situation gegenüber, in der das, was man im Handel bekommt, unter Umständen gar nicht mehr das enthält, was die alte Medizin einst geschätzt hat. Wer sich ernsthaft für dieses Thema interessiert, sollte sich deshalb nicht auf das erstbeste Produkt verlassen, das er im Internet findet, sondern sich gründlich informieren. Bei erfahrenen Kräuterkundigen, in seriöser Fachliteratur und im Gespräch mit dem eigenen Hausarzt oder Apotheker. Das ist keine übertriebene Vorsicht, das ist gesunder Menschenverstand. Und genau hier liegt ein Punkt, der weit über den wilden Lattich hinausgeht. Wenn man sich die Geschichte dieser Pflanze anschaut, dann erzählt sie im Grunde eine Geschichte über unser Verhältnis zum Wissen, darüber, wie Wissen entsteht, wie es weitergegeben wird und wie es manchmal verloren geht. Nicht weil es falsch war, sondern weil sich die Bedingungen geändert haben, unter denen es bestehen konnte. Die europäische Kräutermedizin hat über Jahrhunderte einen enormen Erfahrungsschatz aufgebaut. Vieles davon ist in die moderne Medizin eingeflossen. Aspirin stammt ursprünglich aus der Weidenrinde. Morphin wird bis heute aus dem Schlafmohn gewonnen. Digitalis, ein wichtiges Herzmedikament, kommt vom Fingerhut. Ein beträchtlicher Teil der modernen Arzneimittel basiert nach wie vor auf pflanzlichen Wirkstoffen oder wurde zumindest durch pflanzliche Vorbilder angeregt. Die Vorstellung, dass die moderne Medizin die Pflanzenheilkunde irgendwann überholt und hinter sich gelassen hat, ist also in dieser Einfachheit nicht ganz zutreffend. Was sich geändert hat, ist die Frage, welches Wissen es durch die Nadelöhre der modernen Zulassungsverfahren schafft. Und diese Nadelöhre sind nun einmal teuer. Klinische Studien kosten Millionen.
und diese Millionen werden in der Regel nur dann investiert, wenn am Ende ein Produkt steht, an dem jemand verdienen kann. Pflanzliche Rohstoffe, die frei in der Natur wachsen und die niemand patentieren kann, fallen durch dieses Raster. Das ist kein böser Wille. Das ist die Logik eines Systems, das Fortschritt an wirtschaftliche Anreize koppelt. Und wie jedes System hat auch dieses blinde Flecken. Der wilde Lattich ist einer dieser blinden Flecken. Er ist nicht das einzige pflanzliche Mittel, das auf diese Weise aus dem Blickfeld geraten ist. Aber er ist vielleicht eines der interessantesten, weil die Geschichte seiner Verwendung so lang ist, weil die Hinweise auf seine Wirksamkeit so beständig sind und weil die Gründe für sein Verschwinden so wenig mit der Pflanze selbst zu tun haben. Heute wächst Lactuca virosa nach wie vor an Wegrändern in ganz Europa. In Deutschland findet man sie an Straßenrändern, auf Brachflächen, an Bahndämmen, manchmal sogar in verwilderten Gärten. Sie ist nicht selten. Man muss nur wissen, wonach man sucht. Ein kräftiger, aufrechter Stängel, manchmal mit rötlichen oder purpurnen Flecken. Gezahnte Blätter mit feinen Stacheln an der Mittelrippe. Und oben, im Spätsommer, kleine gelbe Blüten. Wenn man den Stängel einritzt, tritt der weiße Saft hervor. Derselbe Saft, den ägyptische Heilkundige vor 2500 Jahren beschrieben haben. Die traditionelle Methode der Gewinnung ist denkbar einfach. Man ritzt die Stängel im Spätsommer an, wenn der Saftfluss am stärksten ist, und fängt den austretenden Milchsaft auf. Man kann ihn trocknen lassen, bis er zu einer bräunlichen Masse wird, oder ihn in Alkohol konservieren. Kräuterkundige, die sich mit der Pflanze auskennen, geben dieses Wissen weiter. In Kräuterbüchern, in Kursen, manchmal auch einfach von Mensch zu Mensch. Aber ich sage das nicht, damit jemand jetzt losgeht und anfängt, auf eigene Faust Pflanzensäfte zu sammeln und einzunehmen. Das wäre nicht der richtige Schluss aus dieser Geschichte. Die richtige Schlussfolgerung ist eine andere. Es lohnt sich, neugierig zu bleiben. Es lohnt sich, nicht alles für selbstverständlich zu halten, was einem die Gewohnheit vorgibt. Es lohnt sich, Fragen zu stellen. Warum kennt man bestimmte Mittel nicht mehr? Warum wurde manches vergessen? Und was davon verdient es vielleicht, noch einmal genauer untersucht zu werden? Nicht mit der Haltung, dass alles Alte automatisch besser ist, das wäre genauso einseitig, sondern mit der Haltung, dass Wissen nicht verloren gehen sollte, nur weil sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geändert haben. Der wilde Lattich ist ein gutes Beispiel dafür. Er war jahrtausendelang ein geschätztes Mittel. Er verschwand nicht, weil er versagte, sondern weil sich die Welt um ihn herum veränderte. Die Pflanze selbst wächst weiter. Sie braucht keine Werbung, keinen Vertrieb, keine Zulassung. Sie wächst einfach, still, ausdauernd, geduldig. An Wegrändern, in Gräben, auf Brachflächen, dort, wo kaum jemand hinsieht. Und vielleicht ist das die eigentliche Lehre, die man aus dieser Geschichte mitnehmen kann. Dass nicht alles, was aus dem Blickfeld verschwunden ist, deshalb wertlos sein muss. Dass Erfahrungswissen und moderne Forschung einander nicht ausschließen müssen. Und dass es sich lohnt, genau hinzuschauen, auch dort, wo man es nicht erwartet. Wenn Sie bei einer der Pflanzen oder Heilmittel, die in Ihrem Umfeld wachsen, unsicher sind, sprechen Sie ruhig einmal mit Ihrem Apotheker oder Ihrem Hausarzt darüber. Nicht als Ersatz für eine laufende Behandlung, das wäre nicht sinnvoll. Aber als Gespräch, als Frage, als Anregung. Gute Ärzte haben in der Regel nichts gegen Patienten, die sich informieren und mitdenken. Im Gegenteil. Was den wilden Lattich angeht, liegt die nächste Generation von Untersuchungen noch vor uns. Die bisherigen Hinweise auf seine Wirkweise sind vielversprechend, aber sie reichen für eine gesicherte Empfehlung noch nicht aus. Die Wissenschaft braucht Zeit, und das ist auch richtig so. Was allerdings schon heute möglich ist, das ist ein anderer Blick auf die Geschichte der Heilkunde. Ein Blick, der anerkennt, dass unsere Vorfahren nicht weniger klug waren als wir, dass sie über Jahrhunderte Erfahrungen gesammelt haben, die nicht einfach verschwinden sollten, nur weil sie sich nicht in ein modernes Geschäftsmodell einfügen lassen. Lactuca virosa steht noch immer da draußen. An Straßenrändern in Niedersachsen, an Feldwegen in der Pfalz, auf Brachflächen bei Leipzig, an Böschungen in Österreich und der Schweiz. Sie wartet auf nichts und auf niemanden. Sie wächst einfach, wie sie es seit Jahrtausenden tut, still, beständig und von den meisten unbemerkt. Vielleicht schauen Sie beim nächsten Spaziergang einmal etwas genauer hin, nicht um etwas zu pflücken oder einzunehmen, sondern einfach, um sie zu erkennen. Der hohe Stängel, die gezahnten Blätter, die kleinen gelben Blüten. Es ist ein seltsames Gefühl, plötzlich etwas zu sehen, das schon immer da war, das man aber nie bemerkt hat. Wie ein Nachbar,
an dem man jahrelang vorbeigegangen ist, ohne ihn je zu grüßen, und der trotzdem geblieben ist. In diesem Sinne, passen Sie gut auf sich auf, bleiben Sie neugierig, und wenn Ihnen diese Art von Inhalten gefällt, dann empfehlen Sie sie gerne weiter. Manchmal reicht ein kleiner Hinweis, damit jemand anderes etwas erfährt, das ihm weiterhilft. Und genau das ist es, was solche Geschichten am Leben hält, nicht Algorithmen, nicht Werbung, sondern Menschen, die einander etwas Gutes weitergeben. Bis zum nächsten Mal.